Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Im Rahmen unserer Reihe Geschenke aus dem Thermomix wollen wir heute Salz-Karamell-Toffees zubereiten. Das Rezept ist aus dem Cookie Duo und für den Thermomix TM6 entwickelt worden, weil erst ab dem TM6 kann der Thermomix ja karamellisieren. Ich werde allerdings wieder einige Änderungen vornehmen, und zwar sind im Rezept angegeben 200 Gramm Zucker, also ganz normaler raffinierter Industriezucker, und ich werde den ersetzen durch Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker ist nicht raffiniert und deswegen noch so bräunlich, macht aber nichts, weil unsere Toffees so oder so bräunlich wären. Und ich werde oft gefragt, warum ich denn Kokosblütenzucker nehme und nicht normalen Zucker, weil Kalorien hat der doch auch. Ich versuche ja seit letzten Dezember weitestgehend auf Zucker zu verzichten und ersetze den durch Agavendicksaft, Kokosblütenzucker und Erythrit im Wechsel, wie es gerade passt. Erythrit geht leider nicht zu karamellisieren, deswegen heute Kokosblütenzucker. Da wir aber ja trotzdem naschen möchten, machen wir heute mal eine Leckerei, eben Karamell-Toffees mit Kokosblütenzucker. Wir starten mit dem Rezept aus dem Cookie Duo. Man kann nicht einzeln karamellisieren, man muss sozusagen ein geführtes Rezept aus dem Cookie Duo dafür verwenden. Und dafür ist es auch wichtig, dass man die Zutatenmengen einhält. Ja? Es muss nicht genau die gleiche Zutat sein. Wir setzen also 200 Gramm Zucker mit 200 Gramm Kokosblütenzucker. Aber hält man die Mengen nicht ein, meckert nachher die App. Und man kann einfach nicht weitermachen. Ja? Das ist gestoppt. Hat vielleicht schon der eine oder andere von euch gehabt. Müsst ihr mal probieren. Dann legen wir mal los. Also wir geben hinzu 200 Gramm Kokosblütenzucker und klicken uns durchs Programm. Dazu sollen wir geben 150 Gramm Butter kalt in Stücken. ,100 Gramm Sahne, die hatte ich hier schon abgefüllt, und zwar nehme ich hier Rama Creme 4 zum Schlagen, 19%, also statt einer normalen Sahne, die ja über 30% Fett hat, hier 19%. Bei der Menge Butter könnte man zwar sagen, ist egal, aber naja, warum nicht ein bisschen Kalorien sparen und Fett. So, ein Teelöffel Zitronensaft, den hatte ich hier auch schon vorhin eine Zitrone frisch ausgepresst und ein Teelöffel abgemessen. Der Zitronensaft ist übrigens dafür da, dass uns der Zucker nachher nicht auskristallisiert. Der soll das verhindern. Dann ein Teelöffel Salz, weil wir wollen ja gesalzenes Karamell haben. Also ich liebe das ja, und ich weiß, meine Schwester Ines auch, ne? Stimmt's? Sie wird mir zustimmen. Vielleicht schreibt es mir ja nachher einen Kommentar unten ins Kommentarfeld. Mal gucken. So, jetzt sollen wir Spritzschutz auf den Mixtopfdeckel setzen. Dafür müssen wir natürlich erstmal den Mixtopfdeckel aufsetzen. Den Spritzschutz mache ich aber erst danach drauf, damit ich mal reinschauen kann. So, dann sagt er fertig. Und jetzt 22 Minuten. Das ist jetzt diese Karamellstufe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist ein Löffel mit so Kristallen drauf. Das kann man, wie gesagt, nicht einzeln wählen. Das geht nur immer innerhalb eines Rezeptes. Zum Starten bitte den Wähler drehen. Und jetzt setze ich den Spritzschutz auf. Dann sehen wir uns in 22 Minuten wieder. Willkommen zurück. 22 Minuten Zucker karamellisieren sind vorbei. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sollen jetzt 30 Gramm Mandeln gehackt zugeben oder gehobelt. Ich habe hier Mandeln gemahlen, weil ich habe jemanden in der Familie, der mag keine Stückchen in irgendwas. Deswegen habe ich die Mandeln gemahlen. Die gebe ich jetzt zu. Ich nehme mal an, die rührt man dann unter. Mal sehen, wir werden es sehen. Kurz mit dem Spatel unterrühren. Dann machen wir das doch mal. Oh, das riecht. Das riecht so toll. So, und jetzt sollte man das ja eigentlich in eine mit Backpapier ausgelegte Kuchenform geben. Ich habe mich aber hier für meine Riegelform aus Silikon entschieden, weil ich habe schon mal Toffees da drin gemacht. Jetzt nicht die, aber andere. Und das ging ganz prima. Das ließ sich hinterher richtig toll schneiden. Jetzt hoffe ich, dass das hier auch so ist. So, wir haben jetzt hier so eine braune Masse. Mal gucken, wie ich die jetzt da reinbekomme. Also lässt sich einfach sehr gut reingießen. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ich
kann es leider nicht gucken, weil ich muss schnell sein. Als wir noch Kinder waren, haben wir uns immer Karamell selber gemacht. Dabei haben wir dann immer Mamas Bratpfannen versaut. Mama, wenn du das guckst, ne, ich entschuldige mich heute noch dafür. Heute weiß ich aber, dass man das einfach mit Essig und Wasser wieder sehr gut rausbekommt. Aber hier ist auch gar nichts angebraten. Das ist ja toll. Es ist nichts angebacken. Na dann. So. Also, ich habe jetzt hier 6 von diesen Riegelformen voll bekommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ein bisschen das Übergekleckerte abkratzen. Ich würde jetzt gern probieren. Ich probiere jetzt einfach mal. Oh, Wahnsinn. Oh, ist das lecker. Eieiei, das ist richtig böse. Böse, böse lecker. Ines, du wirst deine Freude dran haben. So, ich hatte mir jetzt hier schon 1 Liter Wasser gerichtet. Wir sollen 1000 Gramm Wasser einfüllen. Wer in Chemie ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass Wasser fast eine Dichte von 1 hat. 1 Liter sind 1000 Gramm oder 1 Kilogramm. Und dazu 1 Esslöffel Essig. Aber ich glaube, ich hätte das jetzt gar nicht gebraucht, weil es ist wirklich gar nicht angebacken. Aber wir gehen jetzt einfach mal nach Rezept vor. So, Messbecher einsetzen. Und 5 Minuten wird jetzt der Topf gespült. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Ich nehme mal an, die Toffees sollen jetzt in den Kühlschrank. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich melde mich dann später wieder. Bis gleich. So, jetzt, wo das Spülprogramm beendet ist, jetzt steht im Display Karamell ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Das habe ich ja schon gemacht. Dann sehen wir uns in einer Stunde wieder und dann soll das Karamell in mundgerechte Stücken geschnitten werden und dann werde ich die ein bisschen hübsch verpacken, um zu verhindern, dass ich die alle gleich heute Abend aufesse. Naja, vielleicht kann ich mich auch nicht beherrschen. Ich werde es euch erzählen. Also bis gleich. So, ihr Lieben, die Toffees waren 1 Stunde im Kühlschrank. Ich habe dann aber gemerkt, die sind noch zu weich. Ich habe sie dann einfach noch mal 1 Stunde ins Tiefkühlfach gelegt. Und jetzt habe ich sie dann aus meiner Form befreit teilweise. Es gibt jetzt hier solche Blöcke. Die kann man auch gut schneiden, wie ihr seht. Ich zeige euch das jetzt noch mal. Na, Diebesgesindel. So. Das war mein Mann, frech. So war es eigentlich nicht gedacht, aber er liebt auch Karamell. Wie ihr seht, gut, ich habe genug, es sind ja insgesamt mehrere Riegel. Sowas, nein, hier macht man was mit. Aber gut, es fehlt ein Stück. Jetzt hätte er wenigstens mal sagen können, ob es schmeckt. So, ich habe jetzt hier so kleine Zellophantütchen, die sind auch lebensmittelecht, die sind wirklich für Lebensmittel. Da kann man dann die Toffees drin aufbewahren, verschenken. Sie sollten aber im Kühlschrank aufbewahrt werden, die werden nämlich bestimmt wieder weich. Vielleicht liegt es am Kokosblütenzucker, ich weiß es gar nicht. Oder es soll so sein, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier mal so 5 Stück reingepackt. Mache ein Bändchen rum. Da kann man wirklich viele Tütchen machen. Da könnt ihr zum Beispiel auch eure Nachbarn beschenken oder ähnliches. Man kann die Toffees auch in Schachteln aufbewahren, aber die sollten auf jeden Fall vor Luft geschützt aufbewahrt werden, weil sonst ziehen die nämlich Wasser. So, dann habe ich hier noch so hübsche Aufkleberchen mit Thank you. Und so kann man die wunderbar verschenken. Jetzt probiere ich aber auch einen. Nur mein Mann, das geht nicht. Also dann, ich probiere die jetzt und dann schreibe ich euch auch noch, ob die lecker waren, aber ich gehe mal von aus. Total lecker. Also wer gesalzenes Karamell mag, es schmeckt verdammt gut. Mal sehen, wie viel ich schaffe, davon zu verschenken. Also bis zum nächsten Mal. Eure Christina.